Bei meiner gebrauchten Anlage, die ich im April gekauft hatte, war auch noch ein Märklin Elektronikfahrgerät 6600 dabei und bis jetzt bin ich nicht dazu gekommen, das hier überhaupt auszutesten. Denn das Gerät soll ja die Fahreigenschaften der analogen Lokomotive nochmal ein ganzes Stück verbessern, besonders im unteren Geschwindigkeitsbereich und hat noch einige weitere technische Finessen mit an Bord. Das Gerät kam 1983 auf den Markt. Ich habe mir ein Bild aus dem Katalog von 1983 rauskopiert. Unter anderem Anfahren mit einstellbarer Beschleunigung, Bremsen mit einstellbarer Verzögerung, konstante Geschwindigkeit, was mich sehr interessiert hat, weil hier eine lastabhängige Geschwindigkeitsregelung da sein soll, in der Steigung wie auch im Gefälle, sodass man hier nicht allzu langsam wird, wenn man bergauf fährt und die Lokomotiven auch nicht allzu schnell werden, wenn es wieder bergab geht. Das konnte ich jetzt leider noch gar nicht testen, weil ich auf meiner kleinen Anlage ja keine Gefällstrecken habe. Das werde ich dann irgendwann nochmal mit einer aufgebauten Tischbahn nachholen und das Ganze nochmal testen. Dann der automatische Aufenthalt und der vollautomatische Pendelverkehr und das Gerät hat eine eingebaute Notbremse. Ich habe dann hier eine Baureihe 110 rausgeholt und 3 Silberlinge bzw. einer hinten mit dem Steuerwagen, um diese Pendelautomatik zu testen. Ich hätte auch eine Baureihe 141 genommen, die sind bei mir aber alle digital, denn was ich gefunden habe in einem Internetforum, ich glaube das Stummi-Forum ist das gewesen, aber von 2011 oder von 2013, Achtung, Gerät ist nicht geeignet, kompatibel zu Digital-Delta-Decodern jedweder Art, 3300er Loks mit elektronischen Umschaltern und die 3505 Sterne-Lokomotiven. Beschädigung von Fahrgerät oder Lokelektronik, das Gerät grillt jeden Decoder. Das muss wohl nicht beim ersten Mal unbedingt passieren, aber früher oder später kann es halt passieren. Deswegen ist es genau wie mit allen anderen blauen Transformatoren definitiv die Finger weg. Alles, was Digital-Decoder eingebaut hat, sollte damit nicht betrieben werden. Aus Platzgründen musste ich jetzt die beiden Geräte hier unten unter der Anlage aufstellen, auf meinem Schreibtisch sozusagen, denn da oben war kein Platz, um gleichzeitig Betrieb zu machen. Da hätten die ganzen Kabel irgendwie über die Schienen geragt und deswegen musste ich das jetzt von hier unten regeln. Das Gerät 6600 ist ein reiner Fahrregler, das heißt, wir haben hier keine Stromversorgung oder keinen Stromanschluss. Was bedeutet, dass wir einen Transformator vorschalten müssen. Ich habe hier die 6671 gewählt. Der steht bei mir sowieso mal auf der Fensterbank, um die Anlage analog zu betreiben. Und hier ist nochmal das Schaltschema oder Anschlussschema. Im Grunde genommen das braune und das gelbe Kabel gehen an die Anschlüsse vom 6671er Transformator. Das braune und das rote Kabel geht dann von der 6600 von dem elektronischen Fahrgerät an die Schienen. Und die beiden Schaltgleise werden gesteuert über den linken der beiden Ausgänge hier mit der römischen 2 gekennzeichnet. Und damit ist das Anschlussschema dann schon komplett. Ich habe das Ganze hier in dem Sinn schon voreingestellt. Oben links der Knopf mit der Nummer 1, das ist im Grunde genommen die Anfahrverzögerung. Die 2 ist die Bremsverzögerung. Und mit der Nummer 4, der jetzt schon grün leuchtet, wird das Ganze dann auch aktiviert. Und die Geschwindigkeit unten wird in dem Fall vorgewählt mit dem großen silbernen Drehknopf. Und so setzt sich der Zug dann hier mit der eingestellten Anfahrverzögerung in Bewegung und den Regler wieder auf 0 gestellt. Und so hält der Zug dann mit der eingestellten Bremsverzögerung hier vorne am Bahnsteig an. Und dann die Richtung gewechselt und das Ganze geht mit der eingestellten Anfahrverzögerung in die andere Richtung weiter. Und im Grunde geht es jetzt hier weiter mit der Automatik, aktiviert mit dem Schalter Nummer 5, auf grün geschaltet und oben der Schalter Nummer 3, der Drehregler. Da können wir die Länge des Aufenthalts bestimmen, solange wie der Zug im Grunde genommen dann nach dem Schaltimpuls stehen bleibt, bis er in die andere Richtung weiterfährt. Da müssen wir noch die Geschwindigkeit vorwählen, das habe ich jetzt hier leider vergessen zu filmen, aber sonst setzt sich der Zug leider nicht in Bewegung und die Abfahrt funktioniert hier noch ganz normal. Genauso wie vorhin auch, der Zug setzt sich mit der eingestellten Anfahrverzögerung in Bewegung. Aber beim Anhalten ist es leider anders. Das heißt, der Schleifer von dem Steuerwagen vorne löst das Kontaktgleis aus und anstatt wie vorhin mit der manuellen Regelung diese Bremsverzögerung eingreift und der Zug in dem Sinn hier ausrollt und sich dann mehr oder weniger perfekt am Bahngleis, am Bahnsteig positioniert, hält die Lokomotive in dem Sinn direkt an, schaltet um, wartet jetzt im Grunde genommen die Verzögerung ab, die eingestellt ist, die Wartezeit und fährt in die andere Richtung wieder los. Und wenn der Zug aus der anderen Richtung in den Bahnhof einfährt,
haben wir das gleiche Problem. Das heißt, die Bremsverzögerung setzt hier sozusagen aus. Es gibt eine Vollbremsung. Der Zug bleibt an der Stelle stehen, wo er übers Kontaktgleis fährt. Das kann man hier im Vordergrund ganz gut erkennen. Der Schleifer der Lok nach vorne. Da, wo der grüne Stecker und der schwarze aus dem Schaltgleis rauskommen, wird geschaltet und die Lok schaltet ab, statt nach vorne weiter bis zum Signal auszurollen. Was mir nachträglich dann noch aufgefallen ist, wenn der Automatikmodus der Pendelsteuerung eingeschaltet ist, habe ich das Gefühl, dass die Lokomotive oder der Zug relativ schnell beschleunigt, um dann eigentlich einen Tick zu schnell zu sein, um im nächsten Moment dann wieder ein bisschen die Geschwindigkeit wegzunehmen. Und wenn ich diesen Automatikmodus der Pendelsteuerung ausgeschaltet habe, dann habe ich den Eindruck, dass die Lokomotive langsamer beschleunigt und dann auch auf die Geschwindigkeit geht, die eingestellt ist und dann kontinuierlich weiterfährt. Ja, und hier steht dann hier auf dem Schlauch, das Gerät hat also wohl jetzt den Effekt oder den Defekt, dass es in dem manuellen Modus die Brems- und Anfahrverzögerungen völlig problemlos ausführt. Man auch die Stärke einstellen kann, das heißt mit längerer oder kürzerer Bremsverzögerung, das ist alles überhaupt kein Thema. Aber sobald man die Automatik einschaltet und es in die Pendelzugautomatik geht, funktioniert die Bremsverzögerung nicht mehr. Deswegen meine Frage an euch: Hat irgendjemand von euch schon mal ähnliche Probleme gehabt oder gibt es irgendeinen Trick? Oder ist das Gerät einfach kaputt? Hat irgendjemand einen Tipp, was ich machen könnte, um das wieder in den Griff zu kriegen? Da wäre ich euch sehr dankbar, wenn irgendjemand eine Idee hätte. Denn ansonsten ist es eigentlich voll funktionsfähig und auch der Effekt, dass man hier manuell wesentlich sanfter anfahren kann und in dem langsamen Fahrbereich das doch feiner regeln kann, funktioniert zumindest mit einigen Lokomotiven relativ gut. Ich hatte das probiert mit einer Baureihe 24, einer 3003 von 1965 oder 63 sogar. Und da hat das nicht ganz so toll funktioniert, aber die Lokomotive fuhr auch von vornherein nicht ganz so dolle. Aber hier mit der Baureihe 110 war das eigentlich ganz schön und man kann das Gerät vorgeschaltet dafür wirklich gut nutzen. Aber der Witz jetzt halt, die Pendelautomatik jetzt hier einzusetzen und diese Differenzen und Abstände zu korrigieren, auch von dem Schaltgleis bis zu dem eigentlichen Haltepunkt, ist in dem Automatikmodus hier leider nicht möglich. Deswegen wäre klasse, wenn irgendjemand eine Idee hätte. Wäre toll, wenn mir es in die Kommentare schreiben wird, ob ich das Ding vielleicht retten kann. Ansonsten werde ich mal selbst noch natürlich weiter recherchieren, aber ich befürchte, dass ich da nicht allzu viel finden werde. Das Gerät ist wohl nicht so verbreitet. Die letzten Eintragungen im Internet waren, glaube ich, von 2011 und 2013, was ich gefunden habe. Dadurch, dass sich digital dann immer mehr durchgesetzt hat, sind die analogen Sachen dann, glaube ich, auch nicht mehr ganz so up-to-date. Deswegen wäre es schön, wenn irgendjemand was wüsste. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis gleich.